Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. In der heutigen Episode geht es ausschließlich um das Wollfestival in Kassel, das ich letzte Woche oder letztes Wochenende besser gesagt mit meinem Sohn David habe besuchen können und dürfen. Und wir haben für euch einige Interviews mit einigen Ausstellern da vor Ort gedreht. Vorneweg das Interview mit Katja Stein, dem Kopf hinter Strickwerk 34, beziehungsweise der Organisatorin dieses tollen Wollfestivals in Kassel. Reden wir doch über einige Eckdaten, bevor es hier mit den Interviews losgeht. Und zwar sind wir zwei am Samstag angereist und geblieben sind wir bis Sonntag. Wer konnte und wollte, ist schon freitags angekommen, vor allem die Aussteller. Es gibt zum Messegelände angrenzend ein Hotel, das H4. Dieses hat sich auch um Catering gekümmert und wie gesagt, die meisten von uns sind da auch untergekommen, so auch wir. Samstags waren sehr viele Besucher da, also wenn ihr die Menschenmassen scheut, dann würde ich euch auf jeden Fall den Sonntag empfehlen, der viel entspannter war, aber dann mit dem Risiko einhergeht, dass eben nicht alle Wollqualitäten oder Farben, die ihr euch vielleicht gewünscht habt zu sehen, noch greifbar sind. Die Organisatorin des Ganzen, hatte ich ja schon vorab erwähnt, war Katja Stein oder ist Katja Stein. Sie hat es vor 3 Jahren ins Leben gerufen, aber genaueres erzählt sie euch im Interview selbst. Die Menschen, die Besucherzahl war sehr hoch, etwas über 5000. Die genauen Zahlen gibt sie vielleicht die Tage noch bekannt. Es waren auf jeden Fall Menschen aller Couleur da, aus allen Ecken, also aus der Schweiz, aus Österreich habe ich Leute gesprochen. Holland war ja da vertreten mit Steven und Penelope als Aussteller sowieso. Von YouTubern über Knitfluencern, Instagrammern, Designern, Ausstellern, Wollverkäufern. Also es gab alles, was das Herz begehrt. Und ich muss auch sagen, der Austausch war genauso, ob bekannt oder unbekannt, also mit allen Wollverrückten gleichermaßen interessant. Wir haben viel über Wollqualitäten reden können, über Farben, über Designs. Ich habe es sehr genossen, habe es aber auch unterschätzt, wie anstrengend, denn so viel reden und vor allem am Samstag war es sehr heiß bei so einer hohen Hitze und ohne ausreichend Pause für Essen und Trinken. Die habe ich mir zwar zwischendurch gegönnt, aber nicht bewusst. Und ich hatte Dauerdurst, habe versucht, das mit Kaugummi kauen irgendwie zu überbrücken, egal wie viel ich getrunken habe. Ich hatte ständig das Gefühl, mein Mund ist zu trocken, ich kann nicht mehr reden, habe aber mir versucht, das nicht anmerken zu lassen. Ich muss aber trotzdem sagen, wie auch die meisten danach, man hat einen Kassel-Jetlag, also montags und dienstags war ich dann wirklich fix und foxy und kaputt. Ich wollte aber keine Minute missen und bin auf jeden Fall sehr gerne wieder nächstes Jahr mit dabei. Es ist ein Erlebnis für sich. Man kann es gar nicht beschreiben. Und was ich toll fand, ist die Durchmischung der Generationen. Also es ist von jung bis mittel bis alt alles da und alle reden miteinander und alle sind interessiert, was die anderen zu zeigen und zu sagen haben. Das hat mir sehr gefallen. Ja, gibt es sonst noch irgendetwas zu sagen? Nein, tatsächlich, also die Interviews haben wir ja, ich habe das letzte Jahr mit David das erste Mal überhaupt Kassel besucht und überhaupt ein Wollfest. Und diese Interviews sind aus dem Bauch heraus entstanden. Also wenn euch andere Aussteller interessieren, die dieses Jahr auch mit dabei waren, dann schaut euch auch gerne dieses Video an. Ich werde es euch auf jeden Fall verlinken. Ja, das entstand einfach aus dem Bauch heraus und wir hatten so viel Spaß dabei und viele haben uns darauf angesprochen, haben gesagt, wir freuen uns so sehr auf das Kassel-Video von diesem Jahr und den Interviews. Und, das ist immer so spannend, den Mensch hinter dem Produkt kennenzulernen. Also wünsche ich euch hiermit sehr viel Spaß mit den kommenden Gesprächen und danke fürs Zuschauen. Lassen kann. Prösterchen. Hi Nana, Wo schön, sind dass wir du da denn? bist. Ja, wir sind in Kassel auf dem Wollfestival. Ja, schön, dass ich hier sein darf und dass du mit mir reden möchtest. Ja, sehr gerne. So, also ich bin hier im Wollfest Kassel, wie ich vorhin schon gesagt habe, und das ist die Katja. Katja. Genau. Schön. Dir haben wir zu verdanken, dass wir hier so ein tolles Wochenende haben, Katja. Ja, das stimmt. Und den Ausstellern. Ne? Ja, Ohne Aussteller wäre es ja kein Wollfest. die dir aber oder deinem Ruf gefolgt sind. Das ne? stimmt, das stimmt. Erzähl Ja. mir doch mal, wie kommt man denn auf die Idee, überhaupt so ein Wollfest zu organisieren? Ja, eigentlich war es ja eine Trotzreaktion. Ich war eine kleine Handfärberin und mich kannte keiner. Du Und bist
Als Handwerber, Name? Genau, Strickwerk 34. Ja. Genau. Und mich kannte keiner. Und dann habe ich gesagt, mache ich jetzt selber ein Wollfest. Und dann kommt ihr alle zu mir. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. So viel und Mut so ist hattest es du? entstanden. Glaubst du? Ja, Mut und ein bisschen verrückt. Ja, aber Also ehrlich. ist ja erst vor kurzem entstanden. So lange ist es ja noch gar nicht. Nein, das ist jetzt das 3. Jahr. Ganz klasse. Und dann Ja. schon so ein Boom. Ja, allerdings. Also- Schön, es freut mich auch. Wir sind ja seit gestern hier, da war es ja richtig knallervoll. Ja, Und ja. heute Sonntag ist es auch voll, aber nicht Ja. voll. Man ist entspannter heute, ja? Ja. Also wir hatten gestern und heute zusammen ca. 5000 Besucher. Boah. Ich habe es jetzt noch nicht ganz gecheckt, weil heute habe ich ja die Liste noch nicht gesehen, aber ich glaube 5000 haben wir geknackt. Ganz toll. Also Kassel ist Ja. ja super beliebt, auch bei allen, bei YouTubern, bei den Strickern, Strickverrückten. Aber wie viele Aussteller habt ihr denn hier? 70 haben wir dieses Jahr. Und bei der Größe bleiben wir auch, hatten wir in den ersten 2 Jahren auch. Und das ist eine gute Größe. Das ist noch nie, oder es ist noch überschaubar. Mehr wollen wir auf gar keinen Fall. Aber es sind ja nicht nur deutsche Aussteller. Nein, wir sind europaweit unterwegs mittlerweile. Wer kommt denn so? Aus welchen Ländern? Also wir haben ganz viele Länder. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Also Dänemark, skandinavische Länder, Niederlande haben wir dieses Jahr dabei, Österreich, Schweiz, Litauen, Polen, Spanien das erste Mal, natürlich auch Deutschland. Ne? Und ich glaube, ich habe keinen Holland. vergessen. Ja, Oder? Niederlande. Ja, hab ich ja gesagt. Hast du gesagt, okay, genau. dann war ich taub auf Und dem Ohr. ich glaube, das war's. Ne, Polen, Litauen habe ich gesagt, genau. Sehr gut. Aber heute Ja. warst du auch viel gefragt, habe ich gesehen. Ja, es gab viele Termine, das bin ich überhaupt gar nicht gewohnt. ja. Ja. Zum ersten Wollfest habe ich gebettelt, dass man ein bisschen Werbung für uns macht und jetzt kommen die irgendwie alle von alleine. Ja, jetzt muss Schon man verrückt. schauen, ob man bei dir Jetzt einen muss man Termin Termine kriegt. machen. Ja, also deswegen Ja. umso schöner, dass ich den heute jetzt gekriegt Ja, habe. Ja, gerne. Freue mich Ich sehr. habe mich sehr gefreut drauf. Ja, und du hast ja schon gesagt, Strickwerk 34 Ja. ist dein Label. Das ist mein Label, genau. Was macht ihr denn noch außer Wollfeste organisieren? Also ich mache Strickkino, das ist aber auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Das habe ich auch nur ein bisschen nachgemacht, weil ganz viele hier aus der Gegend eben gesagt haben, hast du nicht Lust, das auch zu machen? Und das machen wir eben. Und dann machen wir Auch in einmal... Kassel? Auch in Kassel, genau. Einmal im Jahr den Edersee-Stricktreff. Und dann gibt es die Strickkultur Kassel erstmalig dieses Jahr über 4 Tage. Das ist immer so eine Station, Anlaufstation bei mir im Laden. Und wir machen Stricken im Museum und Alpaka-Wanderung und Mitternacht-Shopping. Toll. Also dein Ja. Laden, Stichwort Laden. Du hast Genau. auch einen Laden jetzt. Genau, ich habe jetzt seit Dezember letzten Jahres hier in Kassel ein Geschäft. Ich hatte ein Geschäft bei uns zu Hause, so einen kleinen Hofladen, aber das war ihm viel zu klein. Und ich habe gesagt, ich muss wachsen und das geht nur, wenn ich einen größeren Laden habe. Und ja, deswegen bin ich jetzt in Kassel. Hat der einen Namen, dein Laden? Ja, mein Laden heißt das Strickzimmer. Ja. Weil neben mir ist ein Ofenbauer, der heißt das Kaminzimmer. Und dann haben wir gedacht, das passt doch schön zusammen. Ich habe auch einen Kamin im Laden. Man kann kommen zum Stricken. Wie kuschelig. Also Ja, was ist geht denn total besser? gemütlich, Kamin ja. und Stricken. Genau. Ja, Es gibt manchmal Kaffee und Kuchen. ah, sehr gut. Also Ja. man kann auch zum Stricken zu dir Genau. kommen. Genau. Ah, das ist ja mal. Was Ja. verkauft ihr so im Laden? Also nur deine gefärbte Wolle? Nein, oder ich hast du habe auch noch Produkte? Industriegarne. Also ich habe Ito, Isaya, Ghana ganz neu und Mayak aus Italien. Genau. Und das findet man auch über online bei dir? Ich habe einen kleinen Online-Shop, aber der ist nicht so gut bestückt. Also es ist noch nicht alles drin, es ist alles noch im Aufbau. Ja. Aber das kommt. Jetzt zur Herbst-Wintersaison, wenn wir alle viel stricken, ist alles parat. Ja, und nächstes Jahr, Kassel, wann soll es dann stattfinden? Ja, immer das erste Juli-Wochenende. Also 4. 5. Juli 2026 steht schon fest. Und ja, wir machen auch wieder so ein Festivalpaket. Das ist dieses Jahr auch das erste Mal gewesen und kam sehr gut an. Was heißt das? Die Besucher können ein Komplettpaket buchen von Freitag bis Sonntag im Hotel nebenan. Mhm. Mit Freitagabend schon anstricken oder anglühen, kann man sagen. Ne? Und Samstag, Sonntag hier im Wollrausch durch die Gegend ziehen und Sonntag eben wieder nach Hause fahren. Dann ist der Eintritt inklusive in diesem Paket. Das Ja. findet man auf der Webseite. Genau, wir posten das auch über Instagram, dass es ab 1.10. dann buchbar ist. Und Ah, okay. Dann, ja. Ich wurde schon gefragt. ja. Hoffentlich erwische ich das Ja, Strickpaket. ja, es waren dieses Jahr, weil wir das erste Mal gemacht haben, nicht so viele, weil das Hotel Mhm. schon relativ ausgebucht war. Aber jetzt haben wir es geblockt komplett und geben es dann erst frei, wenn wir diese Festivalpakete haben. Sehr cool. Also ich muss Ja. sagen, was auch toll ist, gestern haben wir auch festgestellt, es sind ja so viele Stricker unterwegs und Ja. man sieht so viel Handgemachtes an den Leuten und es ist eine Wonne, dass Ja, und auch so viele Leipzig- junge Leute Ja. auch. Ne? Also ich gehöre ja jetzt schon zum älteren Semester Ja. mit U50. Ja. Ü50. Ü50, da gehöre ich auch Genau. dazu. Aber es sind wirklich viele junge Leute unterwegs. Das stimmt. Also das sind sehr viele junge Besucher hier Ja. auch und auch viele junge Stricker, die man in der Stadt und auf den Straßen sieht anhand Ja. der
Ja, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen durch die ganzen Channels, ne, und Podcasts. Das Ja. sind ja auch viele junge Leute. Und Instagram und Ja. so. Also es sind auch einige jetzt dieses Jahr nicht dabei gewesen, die aber schon gesagt haben, das nächste Mal will ich dabei ja, sein. ja. Ja, mich haben heute auch ganz viele angesprochen. Und es waren noch ganz viele andere Veranstalter da, die jetzt irgendwie auf uns aufmerksam werden und anfragen, ob wir nicht was mit denen machen wollen. Ganz Aber Eventmanagerin will ich nicht auch noch werden. Mir reicht das hier. Ja. Es ist noch Luft nach oben, wer weiß. Nein, nichts mehr. Das reicht. Alles klar, dann bedanke ich mich, dass du uns auf jeden Fall hier so mitnimmst, auch die Ja. Stricker, die Strickwelt und auch sowas ermöglicht, weil es wird ja super angenommen, sonst würden wir Ja. alle nicht hierher Freut reisen mich wollen. total. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Prost. Prost. Hallo, Hallo, Christiane. Nana. Ja. Schön, dich mal wieder zu hören. Haben wir uns gerade kürzlich mal. Gerade kurz vorher gesehen, Genau. gell? Also ich bin hier heute bei dir und Mhm. du bist die Christiane von? Lies mir nichts. Sehr gut. Sag mal, Christiane, Kassel, ist das erste Mal für dich oder warst du schon öfter Ja, hier? nein, das ist das erste Mal, weil letztes Jahr habe ich es glorreicherweise in der Wollfest-Saison geschafft, die Bewerbung an mich selber zu schicken. Okay. Ja, das war nicht so gescheit, aber das passiert manchmal. Aber Jetzt, die E-Mail ist angekommen. die bei E-Mail dir. bei mir. Aber jetzt hat es geklappt und ich bin ganz happy. Also, Aber freue mich. umso schöner, dass du jetzt da bist. Ja, total. Also, Erzähl mal, erster Tag Kassel gestern, hinter dir, überlebt, wie war's? es war schön. Was mir aufgefallen ist, es war vor allem die Atmosphäre super, weil du hast gemerkt, die Freude an der Handarbeit, an Garn bei den Kunden durchweg. Also wir haben zwar sehr viel zu tun gehabt, aber es war nie irgendwie Arbeit. Es war einfach Spaß, weil du einfach so viele tolle Leute triffst. Ne? Ja, die Leute wollen sich auch austauschen. Die Genau. sind auch richtig durstig nach Austausch und die fragen alles. Die wollen wissen, welche Wolle, was Ganz ist das genau. für ein Design, was Ganz gibt's genau. Neues und so. Aber wenn wir von Neuem reden, erzähl mal, ich habe hier eine Handvoll schöner Schätze. Ja, also ich habe jetzt so, allerneueste ist meine Fluffy Cashmere Lace. Ich sag nur Kaschmir. Kaschmir, Oh. ja. Der Prozentsatz von Kaschmir ist zwar nicht ganz so hoch, Aber es sind ist nur schön. 10%, aber dafür hat das Merino extra fein, das drin ist, Kaschmir-Qualität, also 16,5 Mikron und noch ein bisschen Seide. Also das ist wirklich für die ganz empfindlichen Hälse. Gut als Beilaufgarn, aber ich habe es auch so ein Strickbröbchen mal verstrickt. Man kann es auch als ganz kleines Etwas über ein Shirt oder So so. ein luftiges Man Teilchen. könnte es Ja. auch als luftiges Teilchen selber verstricken. Für alle, die das live nicht gesehen haben, sag noch mal was zu den Mikron. Du hast gesagt 16,5. Was ist das Weichste? Also das Weichste ist 12 Mikron, das sind die Vicuña. Das ist aber so teuer, da kostet der Kilopreis 300 bis 500 Euro oder 600 Euro, je nachdem. Aber in der Regel zwischen dem, also Genau. handüblichen Garn, ist was das Weichste? So. Kaschmir oder Merinos Ultrafein mit 16 Mikron. So Also ist ungefähr. das ja schon ganz nah Das dabei. ist ganz nah dabei. Genau. Oh, das ist so schön. Ja, das ist sehr schön und es ist ein bisschen ein Färbebiest. Aus dem Aber- Nähkästchen plaudern. Wir passen halt auf, dass wir es nicht zu sehr bewegen und Mhm. so. Nimmt Farbe gut an, aber du bist natürlich mit so einem Edelgarn sehr vorsichtig Ja. beim Färben, dass es dann nachher auch so fluffig bleibt. Ne? Das ist mit Liebe gefärbt. Sehr viel Liebe. Dann weiter im Programm. Genau. Was ist das nächste, was du uns vorstellen möchtest? Dann habe ich mein Silver Whisper, das ist Superkit Mohair, Seide und Poly. Und beim Superkit Mohair ist es auch so, da gibt es ja auch diese Abstufungen. Superkit Ja. ist die feinste Mohair-Qualität. Ich verweise auf meine Folge, Mohair-Folge, wenn ihr mehr wissen wollt. Ah, da hast du drüber gemacht, ja? Ja. Das lohnt sich sicher für euch anzugucken, weil Mohair ist nicht Mohair. Und da Nein. hast du das sicher gut beschrieben. Ne? Also da muss ich gar nicht mehr so viel Doch, drüber doch, kannst du sagen. noch was sagen. Wenn du Ähm, möchtest. Superkit ist halt das. Das ist das Feinste. Und das Feinste. ist unterhalb von 23, 21 Mikron, weil das halt, das ist wirklich das Feinste, was du das kriegst. edle Mohair, ja. Und Mohair hat ja diese langen, stabilen Fasern. Und wenn das halt auch so weiche Fasern sind, dann piekst das nicht. Und weiß man auch, dass es von der Qualität her gut ist. Und das hat noch so kleine Pailletten mit eingewebt. Ja, Ganz, ganz schön dezent. und fein. ich habe da meinen Colding-Strick, den sieht man da hinten vielleicht. Wird er Den- später zeigen. Den David, genau. kannst du später zeigen. Ein Strang macht der Colding und ich habe lang Garn gesucht, wo einfach so diese kleinen Pailletten hat, die aber auch nicht kratzen. Ja. Weil manchmal spürst du ja die Pailletten. Ja. Und ich bin jetzt
wie du mich kennst, nicht so der Ja. Glitzertyp, aber das ist ein Glitzer, wo ich sage, das finde ich toll. Das ist so ein edles Dezent, genau. Ja, aber da ist natürlich Geschmackssache. Ja. Ne? Also Aber Glitzer bleibt noch die nächste Saison, habe ich schon Glitzer gesehen. ist im, Ja. noch mehr fast im Herbst Ja. und Winter. Das Ja. wird richtig glitzerig. Ja? Ja, ja. Und auch, paillettig. auch im Frühjahr nächstes Jahr. Also gerade so Ja, diese genau, dezenten genau. Sachen kommt wieder. Ja? Genau. So, dann. Dann habe ich natürlich meine Merino-Leinen-Viskose-Mischung. Und Viskose ist ja ein pflanzliches Produkt. Das wissen manche auch nicht. Ne? Muss man auch dazu sagen, Viskose ist nicht gleich Poly. Ne? Ja. Und Merino ist deshalb, es ist halt schön, das macht das Garn noch ein bisschen mehr gibt dem Garn noch ein bisschen mehr Halt, ein bisschen mehr Memory, wie wir sagen, Ja. dass es dir nicht so wächst. Aber für die wirklich ganz, ganz in die Wechseljahre sind oder schwitzen oder sonst irgendwas, ist das Merino dann halt im Sommer auch ein bisschen schwierig. Und für die anderen finde ich es ein tolles Sommergarn. Also Ja. ich würde es im Sommer auch Ja. tragen. Ja, vor allem halt gerade die Leute im Norden oder so, die haben ja dann eher kühlere Mhm. Temperaturen, da passt es auch Genau. wunderbar. Ja. Und das ist jetzt schon eine neue Farbe. Die Black Rose ist jetzt schon, geht schon in Richtung Herbstfarbe. Habe ich bei Bewegtes Christinchen gesehen. Die hat die schon Die hat die geknallt. gestern Ja, gekauft, ja, ja, die genau. hat die schon ganz toll mit angegeben. Ja. Genau. So, Und dann in deiner YouTube-Live habe ich dann natürlich über meinen Hanfgarn gesprochen. Da könnt ihr das dann auch sicher nachhören. ja. Musst du ja nicht nochmal erzählen, oder? Ja, in kurzen Worten kannst du es umschreiben. Es ist eine Merino-Seiden-Hanfgarn-Mischung. Und Hanf als reines Hanfgarn ist nicht schön zu tragen. Ne? Ist zwar wahnsinnig robust, super reißfest und alles. Hanf als schnell nachwachsende Ressource, wo man alles brauchen kann. Man braucht keine Pestizide, Herbizide für Hanf. Nur ein mechanischer Gewinnungsprozess, kein Lösungsmittel für die Faser rauszustellen. Ist eigentlich ein super, super Garn, wird auch inzwischen in andere Bereiche sehr viel, also nicht das Garn, aber der Rohstoff eingesetzt. Ja. Und ich habe das hier in einer Mischung, wo ich sage, das ist jetzt wirklich sehr, sehr verträglich. Also das kann man wirklich an der Haut haben. Das gibt aber so ein bisschen diesen Leinen-Touch. Ja, es hab ich gibt da dieses kühlende Effekt. Fasst sich leinig an. Also Fasst nicht, sich- nicht negativ. Also es ist Ja, schön ja, genau. weich, Es aber ist- man merkt so dieses Leinenquietschen so ein bisschen. Genau, das Leinenquietschen. Mhm. Ja, wieder ein neuer Ausdruck, Leinenquietschen. Genau, Flauschrausch, Leinenquietschen. Ja, aber ich finde so, man muss ja so ein bisschen Wörter finden, die das beschreiben. Finde Aber ich wenn man super. Leinen so ein bisschen knackt, Genau. ne, das hat so, ja. Genau. Also ich mag das sehr und Leinen hat eigentlich noch weniger Knitterlook wie Hanf, weniger Knitterlook wie Leinen. Wie Leinen. Knittert weniger. Also das muss man vielleicht auch wissen. Manche mögen Leinen nicht, weil sie ja dann so ein bisschen den Ja, ja, ja. Knittereffekt hat, aber ist bei Hanf weniger. Sehr schön, sehr Gut. schön, sehr spannendes Garn. Und was ich auch für meine Flauschgarne dabei habe, ist immer 800 Meter Lace. Weil ich finde, das kannst du immer noch gut als Trägerfaden mit einbauen. Und da habe ich eine Merino-Seidenmischung und die ist wirklich super. Und ich färbe auch so, dass die Farbe immer zusammenpasst, dass du dann immer vom Flauschgarn auch noch entsprechendes Lacegarn hast, Ja. um das kombinieren. Weil ich finde es noch schön, nicht jeder mag die super leichten Teilchen, aber manche mögen auch gerne so ein bisschen mehr Volumen, aber nicht dieses DK mit Flausch ist ihnen Ja, ganz ja. so dick. Ne? Also da kann man so ein bisschen spielen. Dazu sage ich nämlich auch noch mal gerade was. Es ist ja auch sehr populär, Garne doppelt oder dreifach zu nehmen. Genau. Aber wenn man das so ein bisschen mit diesen Garnen unterstützt, dann hat man auch gar nicht so viel Gewicht auf dem Pullover, auch wenn man das Garn doppelt genommen hat. Mhm. Aber das verschafft so Volumen. Ich zeige dir mal schnell was. Ich Ja, hol mal schnell ja. was. Also, was haben wir hier? Nochmal Silky Merino Lace. Sehr gut. Das ist jetzt zum Beispiel der Ranunculus. Ja. Den habe ich aus einem anderen Flauschgarn mit Jack und so gestrickt. Den habe nicht ich gestrickt, Entschuldigung, Halte ich jetzt mal so genau. in die Kamera. Den hat meine Freundin Gabi gestrickt. Ja. Und die hat eben so Fluffgarn mit einem Lacegarn verstrickt. Und das kann man dann auch mit der Farbe ein bisschen spielen. Und dann hat es ein bisschen, ist immer noch sehr leicht, Ja. aber es hat ein bisschen mehr Drape, wie wir sagen. So ein bisschen mehr. Fall. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja. Also das ist so, So einen luftigen Fall hat es. genau, einen luftigen Fall. Genau. Ich halte die schon mal in die Kamera. So eine tolle Färbung. Erzähl mal was dazu. So, das ist so ein bisschen meine Färbung, die so ein bisschen ein Markenzeichen inzwischen von mir geworden Ja. ist. Die Abundance oder da habe ich jetzt Tropical Tide, das ist eine ganz ähnliche
Das sind die Schichtfärbungen, wo sehr, sehr lange gehen und wo du dann halt einfach gucken musst, dass es nicht am Schluss braun wird. Und die strickt sich wie so ein Monet-Bild. Ne? Und da ist jetzt inzwischen so, dass ich da schon ein bisschen, das ist so meine Signaturfarbe von der Sockenwolle. Ne? Das erinnert mich so Ja, daran. genau, so ein bisschen. das Ja, ja. genau. Und das macht wahnsinnig Spaß, ist aber sehr aufwendig zu färben. Von daher, ja, das ist so meine Signaturfarbe, die ist immer dabei. Das ist ganz, ganz toll, haben wir im Live gesehen. Da hast du auch den Socken dazu gezeigt. Ja, den habe ich da drüber hängen. Soll ich dann schnell holen? Gerne. Also wie ihr seht, das harmoniert auch sehr schön miteinander. Und ganz tolle Färbung. Soft Merino Sockset. Genau, da ist es so, verstrickt sich das ungefähr. Und vom Färbetechnischen ist halt so, und das könnt ihr auch selber erkennen, wenn ihr Wolle kauft, wenn ihr seht, dass immer nur ein kurzer Abschnitt vom Garn eine Farbe hat und es wechselt schon in eine andere Nuance, dann gibt es meistens kein Pooling, sondern wirklich so dieses Monet Okay. Dings. Das kann man immer sehen, ihr seht es hier am Garn, dass Ja, man dass es da so immer ganz schnell die Farbe wechselt in verschiedene Töne. Ne? Und wenn die Abstände länger sind, dann Dann neigt gibt es zum eher Pooling. Pooling oder manchmal Mini-Streifen, je nachdem. Ja, je Ne? nachdem, ne? Und ich habe das jetzt absichtlich Sehr schön. so schön. getüftelt, Ja. dass es einfach so Farbteppich gibt, ne? Sage ich dem. Liebe Christiane, toll, was wir alles heute bei dir sehen durften. Und Danke. ich werde mir hier jetzt meine Nase in die Wolle hängen Mach du das. und mal sehen, was wir beide da jetzt aussuchen. Ja, genau. Super. Vielen Dank. Und danke fürs Vorbeigucken und danke für deine tolle Videos. Ach, Freut sehr mich. gerne und viel Erfolg euch heute noch. Dankeschön, danke. Tschüss. Tschüss. Hallo, wir sind jetzt hier bei. Ich bin Nora von Kiezgarn. Und wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus Berlin. Ich werbe in Berlin-Neukölln und jetzt schon seit 2 Jahren bin ich da in Neukölln in meinem Studio und vorher war ich in Kreuzberg. Und meine Färbungen sind eigentlich alle inspiriert von Berlin beziehungsweise auch gleich von meinem Kiez. Daher auch der Name. Sehr gut, da habe ich eine Frage dazu. Ja. Seid ihr heute, seid ihr dieses Wochenende das erste Mal hier? Wir sind oder? das erste Mal hier. Ich war auch noch nicht als Besucherin hier, also wirklich tatsächlich das erste Mal dieses Wochenende. Gestern Und war es ist sehr proppevoll. schön. Es ist sehr schön. Es macht Spaß. Schöne, nette Leute da, tolle Aussteller. Ja, Viele Strickverrückte. viele Strickverrückte, genau. Ja. Erzähl mal was zu deinem Garn. Gibt es ein Konzept also wie gesagt, Berlin inspiriert? Genau, Oder was hast also du Neues mitgebracht? ich habe jetzt mitgebracht relativ viele Sommergarne, zum Beispiel dieses Seidengarn und ein Leinengarn, die Linomuka. Das ist das Hausgarn von Wollen Berlin und das ist ein Garn, das von mir handgefärbt wird und die kann man schön miteinander kombinieren, also ein Faden und noch ein Faden. Zum Beispiel für so ein leichtes Sommertop. Das hier ist das Alba-Top von We Made Wardrobe. Das ist auch eine Berliner Designerin, also zwei Designerinnen sind das. Kannst du nochmal den Namen sagen? Das ist das Alba-Top Okay. von We Made Wardrobe. Ja. Genau, und da nimmt man dann einen Faden hiervon, einen Faden hiervon und hat dann was schön Sommerliches. Sehr gut, also für diese heiße zwei Farben Temperaturen. ergeben dann... Ergeben das hier, Genau. genau. Da gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten, das miteinander zu kombinieren. Ja, Cool. genau. Und ich habe hier noch ein Teilchen. Genau, noch so ein Teilchen. Das ist ganz ähnlich von der Kombination her. Halte. Ja, gerne. Das ist einmal ein Alpaka-Lace-Garn und wieder die Linomuka miteinander kombiniert. Und dann bekommt man eine etwas ein bisschen wärmere Textur als diese jetzt, Ja. aber immer noch schön geeignet für den Frühling. Also wenn es jetzt nicht gerade 35 Ja. Grad sind, dann hat man ja sowas, was man schön so drunter ziehen kann. im Das ist Frühling. Leinenseide und das ist Das ist Leinen. Alpaka-Leinen. Sehr Genau, gut. und das ist gerade so was ich sehr gerne mag. Also Garne miteinander kombinieren, dünnere Garne miteinander kombinieren, dass man dann eine Textur hat, die man sich selber sozusagen zusammengestellt hat. Tatsächlich ist es auch für mich eher ungewöhnlich. Also sprich, hier habe ich das noch gar nicht so gesehen. Also Ja, toll, ja. dass du das so Ja. miteinander kombinierst. Und gerade die Linomuka ist ja jetzt auch wieder
aktuell in aller Munde, Ja, dass man sieht, dass man auch noch anderes damit anstellen genau, kann. genau, ja. Toll. Ja, Ja, und ansonsten sag mal deine Berliner Färbungen. Ich habe da gesehen, Ja, irgendwas genau. mit- also das ist jetzt zum Beispiel die Plansche. Mhm. Das sind die Kinderwasserspielplätze, die es in Berlin viele gibt. Ah, toll. Ja, dann was haben wir hier noch? Das ist zum Beispiel Südstern. Das ist eine U-Bahn-Haltestelle bei mir in der Nachbarschaft. Ach, wie klasse. Ja, Das genau. Garn ist ein Mohair. Mohair, ja. Genau. Südstern. Ja, Südstern, genau. Das hier ist auch sehr beliebt. Das ist der Stralauer Frühling, nach der Stralauer Halbinsel benannt. Tolle Ja, Namen. ja, danke schön. Dann hier der Klassiker, sehr beliebte Färbung, Girly, nach dem Görlitzer Park. Ja, schön pink. Genau. Und? Dann haben wir hier Urban Rose, nach der Obernstraße Das ist auch in ein Berlin-Kreuzberg. Das ist ja auch mal eine tolle Färbung. Genau, was kann ich euch denn noch zeigen? Da war doch irgendwas mit Star. Was ist denn das da oben? Das hier, das ist tatsächlich eine Einzelfärbung, ausnahmsweise mal. Also die meisten Rezepte, die ich färbe, sind wiederholbar. Mhm. Also das heißt, ich kann das so oder sehr ähnlich wieder nachfärben. Das hier war tatsächlich mal etwas, das so wie ein Färbeunfall gewesen ist, aber trotzdem total Sehr schön schön geworden. aus, sehr schön. Genau. Hat's ja. einen Namen? One of a kind. Also die nenne ich dann Ah. immer One of a kind, weil die Okay. kriegen dann keinen festen Namen, sondern Glücksfärbung. die gibt es, ja. genau, Glücksfärbung gibt es dann nur einmal. Sehr Die gut. sind jetzt auch schon fast weg. Dann Ja. haben wir hier die Straßenkreide. Im Moment ist ja so ein helles Gelb total in. Ja. Genau. So ein hellgelb, buttergelb und so. Hellgelb, Ja, genau, ja. Gelb ist ein Mhm. Thema. Ja. Ja, genau. Ihr hattet auch da vorne irgendwas. Da vorne. Das da. Zeig mal das. Ja, das Regenbogengarn. Ja, Ja, bitte. das hole ich mal gerade. Ja, dann zeige ich euch hier noch eine Färbung. Das ist so eine Signature-Färbung von mir. Rainbow over Berlin heißt die. Das gibt so kleine Regenbögen, pastellfarbene Regenbögen und die mache ich relativ selten. Heute habe ich sie dabei. Zweimal auf verschiedenen Sockengarn-Bases und dann einmal hier noch auf einer Merino-Seide-Mischung, auch ganz schön so Das ist toll. für wärmere Temperaturen eigentlich. Und da habe ich auch gerade schon eine Kundin gesehen, die hatte sich da so ein kleines Top draus gestrickt. Also total süß. Genau, das gibt dann so diese kleinen pastellfarbenen. Rainbow over Berlin. Ah, genau. Ja, Auch eine tolle Färbung. Also eine tolle Dankeschön. Idee auch. ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, Also ich bedanke mich bei dir, dass wir heute hier bei dir schön reinschauen durften und auch viele tolle, also Seide und Lino Mucca und dann halt vor allem Rainbow Berlin sehen durften. ja, Ich wünsche euch viel Erfolg danke heute. schön. Ich Und- danke euch, dass ihr da wart. Sehr gerne. War schön mit Sehr euch. gerne. Toll. Toi, Ja. toi, toi. Gerne. Hi. Und Test. Marie. Test. So, hi. Ich habe jemand Tolles hier neben mir und zwar die Marie. Ich muss- von Knits and Threads. Hallo, hier ist Marie von Mabel Knitting. Ja, Wie letztes Jahr, wir mussten wie letztes wie Jahr letztes eben, Jahr. ja, ne? Ja. Es war mir sehr Spontan. unangenehm, als ich es später gesehen habe, aber es ist okay. Ja, Man kann sich auch mal schämen. kann nicht jeder so toll aussehen. Genau. Erzähl mal, Marie, wie ist es dir ergangen gestern und heute hier? Wollfest Kassel? Ja, es war aufregend, aber anders als letztes Jahr, weil man ja schon wusste, was auf einen zukommt. Aber mal wieder auch sehr schön, aber noch voller als letztes Jahr. Und ja, man ist so geplättet von den ganzen Eindrücken, dass also ich muss erstmal ein paar Tage jetzt zu Hause bleiben und nicht rausgehen. Du hast einfach alles verarbeiten. Der Unterschied zu letzten Jahr ist ja aber auch so, dass jetzt dieses Jahr einen die Leute noch mehr kennen und Ja. man wirklich jeden Schritt, also wirklich jemanden Ja. begegnet. Ne? Ja. Und bei so viel Strickern hier, Ja. oder? Ja, und das ist auch so, dass dann einem Leute begegnen, die kennt man ja gar nicht, ne? Ja, aber Die kennen dich aber Genau. und gucken dich dann auch so an, und man denkt immer so, Mist, Ja. kenne ich sie vielleicht doch schon? Ne? Aber ist ja meistens nicht so der Fall. Ne? nee, Du hast schon, ich muss auch immer fragen, YouTube oder ja, Instagram? genau. Haben wir uns schon mal Ja, ja, gesprochen? Nee, ja dann. Welche Gruppe? Wo gehörst Ja, du ja, hin? genau. Woher? Bin ich ja froh, dass es mir nicht alleine so geht, ja? Was hast du denn Schönes an? Weil das hatte ich nämlich gestern Abend an, können jetzt Ja, die Zuschauer nicht das regt sehen. mich an. Heute nicht, ja, Edgy Badge. Erzähl mal fürs Video anziehen. Habe ich nicht, aber Hast du jetzt nicht? scheinst Ja, du hier meinst du? besonders neben mir, ja genau. Ja, das Erzähl mal. ist mein Angel Tee und das ist jetzt
Oh, wann ist es erschienen? Letztes Wochenende? Ich bin Ja, schon ich glaub. letztes Wochenende erst. Und ja, das ist gestrickt aus Sea Silk von Fiber Passion. Da habe ich ja eine Kooperation mit der Andrea gehabt, tolle Handfärberin. Die ist aber auch nicht da. Die ist leider nicht da, die geht Ja. zwar auch voll fit stricken. Ja. Aber das ist ganz tolles Garn. Ich wurde auch heute schon oft drauf angesprochen, ne? Was ist das? Weil das Ja. so schön fällt, weil das so schön glänzt. Auch die Farbe ist ganz toll. Das ist Ja. kein, und nicht immer ein Salbei, das ist so ein, Ja, das ist was ein ganz dazwischen, toller ja. Ton und das sieht halt auch aus wie gekauft Ja. mit dem Strick. Genau. Das Garn sich so toll verstricken lässt. und was du halt hier auch toll hast, das habe ich jetzt bei meinem ja nicht. Ich habe rechts-links-Bündchen gemacht, Die aber du hast umgeschlagenen das drin. rechts gestrickten Bötchen. Ja. Sieht toll aus. Sieht, finde ich, Ja. lohnt sich. Auch am Ärmel. Lohnt ja. sich. Ja, Ist ja. mehr Arbeit, Ja. kostet mehr Garn, aber lohnt sich. Ja, komm, sag, dass ich faul war. Habt das schon Ja, aber du wolltest ja nicht. Du fandest es ja nicht so schön erst, ne? Nee, nicht, dass ich es nicht so schön finde. Aber Bei das ist mir bei kommt dir es nicht manchmal so, nicht ja. gut raus, da steht es dann ab. Ja, das ist eigentlich so. Da muss man aufpassen, dass das richtig sitzt. Ja. Dass es nicht absteht, dass man eng genug, aber auch nicht Genau. zu eng dann abkittet und annäht. Na, Aber da ich meins schnell fertig haben wollte aus dem Garn und so Strickerin in genau. 5 Tagen. was? Zickzack, ne? Also in 5 Tagen schaffe ich das nicht. Ja, also habe ich hab doch 10 wieder gebraucht. Ich habe 10 gebraucht. einen Pluspunkt. Ne? Ja. Vom Minus, jetzt sind wir Ja, null. ja, plus, wieder plus. Sehr gut. Aber du hast ja jetzt noch ein neues Design, was bald released wird und das Genau. ist was? Das ist mein Belltop Light. Das habe ich gestern angehabt, deswegen Ja. kann ja nicht beides. Ja. Kann ja nicht wechseln immer. Und das habe ich jetzt hier am Pink angehabt. Kann man auch dann sehen auf Instagram. Das habe ich dann aus Merino-Seide gestrickt, von auch Kiel Steffi von Zauberkunstgarne. Und das Original ist aus Baumwolle. Und das kommt jetzt auch am Wochenende. Ja, ich habe ja letztes Jahr das Belt Tank Top gestrickt Genau. und das ist ja aus DK. aus Tops Bell. Und ich muss sagen, dass mir aber das jetzt in Light noch besser Natürlich. Ich kann die DK-Variante jetzt nicht mehr tragen, Ja. weil es ist einmal angenehmer. Ja, Das Das einfach ist bei so. dem Wetter. Ne? Ja, ist viel angenehmer und auch die Mandarin Petit Ja. aus dem Originalgarn. Das ist eine ganz weiche Baumwolle, die ist echt schön. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Ich finde aber auch, das ist so ein Shirt oder so ein Tanktop, was man auch gut unter der Leinenbluse Ja. mal tragen kann, wo man einfach offen lassen kann oder so. das Oder ist irgendwie sind so Seiten. Basics, Ja. die trägst du halt einfach Ja. immer. Und Ja. deswegen ich habe es ja gemacht, weil es so angefragt wurde. Ne? Hey, Genau. gibt's das Belltop kannst du es nicht in dünner machen, weil es zu warm für den Sommer, sehe ich hier ein. Ja. Ja, eben, aber auch Basics, die hat man dann eben, ne? Wie das Shirt, wie das Tanktop, jetzt Und das auch. auch, ne? Das ist natürlich Genau. glatt rechts, ist Ja. irgendwann langweilig, auch für mich. Ja. Aber das sind halt die schönsten Sachen danach. Ich habe ja den Springbank Cardi jetzt auch released und der hängt bei der Steffi aktuell, da gehe ich später auch an den Stand. Und das ist genauso, also da kannst du den einfarbig stricken und den hast du einmal runter und dann ist es gut, ja, dann ist es so ein Basic-Teil, was immer zu allem passt, ja. Ja, Also ja, ich finde die so schön, wie ich auch gerne immer auch Muster Lace stricke, ist auch schön, ja. Aber Macht es mehr ist, Spaß zum Stricken, ne? Aber es sind nicht die, ja, man aber täglich schau, trägt. wenn ich das jetzt anhabe heute, kann ich es schon morgen nicht mehr anziehen, beziehungsweise wie kombiniere ich das um, weil Ja. das ist ja schon dominant. Genau. Während ich da mal Das ein kannst du alles Hemd drüber ziehe, eine Jeansjacke, irgendwas kannst anderes, du alle Blazer, so anziehen. ja. Du kannst es immer variieren. Das hat halt auch schon seinen, ne? Hat seinen Plus, Vorteil. ich glaube, Aber wir lieben natürlich trotzdem auch Lace. Ja, braucht man auch, ne? Brauchen wir auch. Die Alles, Herausforderung. brauchen wir alles. Okay, super. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß. Danke. Ja, ich Dir hoffe- auch, beziehungsweise uns. Uns, Ich hoffe, ja. wir sehen uns dann noch ein bisschen. Ja, wir müssen ja auch noch für den Birds of the Feather Wir was suchen suchen. Wolle noch. Birds of the Feather Also, Wolle. wer es noch nicht gehört hat, September, Karl, Birds of the Feather, seid mit dabei, wenn ihr wollt. Ja, sehr schön. Freut mich. Danke, tschüss. So, hi Steffi. Hi Nana. Ja, jetzt dieses Jahr weiß ich ja, dass ich bei Zauberkunstgarne bin. Genau. Letztes Jahr haben wir uns in Kassel das erste Mal hier gesehen und kennengelernt. Ja, Und daraus ist ja jetzt eine Freundschaft entstanden. Ne? ja, dann kamst du nach Backnang und dann wurde es Ja. immer intensiver. Ja, da freue ich mich auch drüber. Und wir sind schon seit gestern da. Wir haben uns auch gestern kurz gesehen, aber hier war ja auch die Hölle los. Also erzähl mal, wie ist es dir denn ergangen gestern und halt heute? Ja, ganz, ganz viele Kunden haben mich besucht. Ich habe noch nie so viele Kunden hier gehabt wie gestern. Mein Stand ist ein bisschen klein geworden dafür. Ich muss auf jeden Fall nächstes Jahr viel, viel größeren Stand haben. Und auch heute sind ganz, ganz viele neue Kunden gekommen und ich freue mich über jeden, den ich kennenlernen darf.
und über jeden, der einfach als Stammkunde immer wieder kommt. Ja, ich habe auch viele bekannte Gesichter gesehen hier auch an deinem Stand. Und gestern war auch die Inga da von Appelbanner und auch die Marie von Mumble Knitting. Und, ja. Genau, also es sind auch immer mehr YouTuber und Designer, so wie du, Ja. ne, mit dem Spring Break Cardigan. Ja, genau. Ja, es tummeln sich immer mehr an meinem Stand rum und ich mache auch immer ganz viele Kooperationen. Und ja, sie kommen dann hier hin, dann sind die Meet and Greets da, wo dann die Kunden euch auch als Designer persönlich kennenlernen können. Ja, finde ich auch unheimlich toll. Und das waren auch total nette Gespräche heute, die ich hier hatte mit den Kunden. Also ich habe es genossen. Ja? Ja. Auch Marie, habe ich gesehen, hat es auch genossen. Ja, und deine Farben hier, wie auch letztes Jahr, wunderschön. Also ich gehe hier mal noch mal drauf ein. Schaut mal, wie toll das zusammen aussieht. Und vor allem einige Cardigan-Mengen wurden heute hier verkauft, habe ich gesehen. Ganz tolle Farben wurden ausgesucht. Und auch Maries Cardigan, den zeigen wir später, den Angel Cardigan? Angel Cardigan, genau. Vor lauter Reden weiß ich schon den Namen nicht mehr. Kam ja super gut an bei den Kunden, habe ich gesehen. Ja, also ich habe ganz, ganz viele Sets für den Angel Cardigan verkauft, weil wenn man die Wolle bei mir kauft, bekommt man die Anleitung kostenlos dazu. Genau, auch bei Und meinem. Gell? Auch bei deinen, da habe ich auch viele Sets verkauft und ja, Cardigan kommt halt jetzt gerade zum Herbst hin, ob klassisch, modern, Ja. zur Bluse, aber auch dieser lange Ja, genau. Ich zeige also nochmal. halbes ja, Knie, genau. frisch jetzt für den Sommer oder auch Uni zu einem Kleid im Herbst, Winter. Also das ist genau die Mode, die jetzt kommt. Und wenn wir schon mal den Kadi in die Kamera halten, diesen tollen Druckknopf, den du jetzt nur einfach so Probe reingeklipst hast, den hatte ich halt beim Test, also beim Strick nicht. Ja. Den kann man bei dir kaufen. Den kann man bei mir kaufen. Der kommt jetzt zum nächsten Wochenende in den Shop. Ich habe sie jetzt erstmal für Kassel zum So-Kaufen mitgebracht. Ja, Ja, sehr gut, freut mich. Und wenn wir schon darüber reden, also im September startet einmal mein Nanakal, da dürft ihr alle Designs mit mir zusammen im Kal stricken, unter anderem halt auch den Springback Cardi und gleichzeitig noch ein zweiter Kal, den ich mit Steffi auch organisiere, und zwar den Birds of a Feather, ein Design von Andrea Murray, findet ihr auf Ravelry. Ist auf Englisch, aber mit Google-Übersetzer geht es ganz wunderbar. Und Instagram-Gruppe, wir helfen untereinander, wenn es irgendwo zwickt und zwackt. So, was hast du dir ausgesucht als Farbe? Und was wäre denn überhaupt für ein Garn dafür also ich gedacht? habe jetzt die Glamour oder Glamour Single neu im Shop, oder die kommt neu im Shop. Ich habe sie jetzt erstmal für Kassel mitgebracht, gefärbt mit einem Stelina-Faden. Und ich habe mir die Farbe Phönixfeder ausgesucht. Die habe ich schon mal früher gefärbt, lange nicht mehr, und die wird jetzt neu aufgelegt. Und dazu nehme ich die Lovely Glow mit den eingewobenen Pailletten in Neon Mandarine. Und ich finde, das ist ein totaler Eyecatcher. Und gerade auch im Winter, wenn man so ein bisschen dunklere Töne trägt, macht das richtig gute Laune. Eben, also zumal da ja auch so ein bisschen Bordeaux drin ist und Ja. so, dann kann man das auch gut miteinander kombinieren. Und ganz ehrlich, also im Winter ist sowieso alles so dunkel und grau und da macht Farbe doch schon wieder Richtig, das stimmt. Freude, ne? Und du sagtest, wir brauchen 2 von der Single und 2 von der Lovely Glow. Genau, Und dann bekommt man so ein schönes Tuch. genau. Oder wenn man keine Pailletten mag, kann man auch einen Strang von deiner zum Beispiel Angel, wie heißt sie? Angel Lace. Nee, ich meinte die Baby Suri. Die Baby Suri, genau. Da Genau. bräuchte man dann einen Strang Baby Suri oder oder Suri Deluxe mit Kaschmir. Dann braucht Ja, man nur einen Dann Strang, braucht weil man nur einen. davon hast du weniger Meter, weil ja da die Pailletten drin sind. Und da brauchst du halt 2. Ne? Richtig. Ja, finde ich jetzt aber persönlich ein bisschen schick im Winter, dass es auch ein bisschen glitzert. Deswegen habe ich mir auch ausgesucht. Und zwar ist es Fleur de Coeur, die Färbung. Passend mit dem Paillettengarn Lovely Glow Pfirsichkuss. Also ich fand das mal total süß. Ja, ihr habt das zusammen mit mir ausgesucht Ja, und da freue ich mich drauf. das wird dir gut stehen. Ja, Ich und- bin gespannt bei mir. Ich habe noch nicht so gelb-orange-Töne und hoffe einfach mal, Ach, das du Mikro. passt. Du Entschuldigung. Mikro. Ich hoffe, man hat es gehört, ja. Aber es wird passen und es muss passen und ich freue mich da super drauf, also auf dieses Miteinander stricken und den Richtig. Kall. Und Ja. wer Lust hat, ich werde noch alles verlinken unten in meinem Video. Wer Lust hat, kann auf jeden Fall mitmachen, mich ansprechen, läuft über Instagram. Ja, Genau. Ich werde auch noch Lovely Glow Glamour Single und Lovely Glow färben, sodass man sich auch noch andere Kombinationen für den Call dann aussuchen kann. genau. Ja. Ja. Ich wünsche euch heute auf jeden Fall noch ein entspanntes, ja, hier noch einen entspannten Verkauf bis zum Schluss.
Ja. Und vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, danke, dass du mich interviewt hast und ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende Ja. gehabt. Hi, wir sind heute hier bei Tag 2 Volt Festival in Kassel und aktuell bin ich am Stand von. Catherine from LBS Yarn aus Hagen. Hallo Catherine, ich freue mich, dich wieder zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Mittlerweile fühlt sich das an wie Freundschaften, ne? Man trifft sich immer wieder. Ja, no, ich freue mich immer, wenn ihr vorbeikommt und ich euch sehe. Ja. Dankeschön. Wie geht's dir und Ja, was mir gibt's geht's Neues? gut. Also in den letzten paar Monaten habe ich wirklich an neuen Ideen gearbeitet in dem Shop und die sind Ideen, die mich wirklich so künstlerisch beleben und treffen dann auch viele Themen, die ich auch gerne habe, wie die Natur, dunkle Moody-Farben und auch so botanischen Themen oder Geschichten, weil ich bin immer im Garten und mache ganz viel mit Kräutern und auch, also zum Kochen hauptsächlich auch und auch, weiß ich nicht, Gurken anbauen, also all das, was eventuell funktionieren könnte, macht mir total viel Spaß. Cool. Und dann habe ich das dann so in manchen Themen oder manchen Farben so auch mit eingebunden. Ja, ich habe schon gesehen, dass also auf Instagram, dass du neue Farben auch gepostet hast und alles spannend ist. Deswegen stell uns doch gerne mal was Neues vor. Ja, gerne. Also zuerst habe ich dann eine ganz neue Farbe bei uns im Shop. Das ist Moodring. Und ich habe die dann so, und das ist auch in unserer Sockengarnbasis. Das ist eine sehr berühmte Garnbasis im Shop. Wirklich super weich, 400 Meter Lauflänge, 100 Gramm. Wirklich schön von Haptik her und sehr springig. Also alle meine Kunden finden diese Garnbasis ganz toll und schwärmen einfach davon. Softsock. Ja, sehe ich, genau. ne? Das ist unser Softsock Fingering. Und ja, wie gesagt, also diese Moody Farben und also ich mag das ganz gerne mit dunkelbraun, lila. Sehr Finde schön. ich ganz toll. Und Hat so ein Aubergine mit genau. so ein bisschen Ja, lila und Rost. ja, also diese Farbe ist so ein bisschen, also ja, sagen wir es mal, die Gestaltung ist ein bisschen neu für mich auch, weil ich mag meistens ja so mehr Flächen, die vielleicht so ja keine Farbe haben, aber dann so ein bisschen gemischt mit den anderen und dann die gesprenkelten. Aber diesmal habe ich dann mit einer Farbe hauptsächlich dann auch abgedeckt. Sieht fast semitoner aus, aber sieht wunderbar aus für ein Maschenbild auch. Ja, ist schön zurückhaltend gespeckelt und also Genau. das ist so ein bisschen Farbe auf Farbe. So. Ja. Sehr gut. Genau. Und sonst? Sonst habe ich dann auch eine ganz neue Tonal im Shop. Das ist so in so einem, würde ich sagen, so fast so Chocolate Brown, aber noch hell. Das ist Teddy, auch in unserer Sockengarn. Ich habe sehr viele Tonals im Shop. Also inzwischen machen sie mir ein bisschen mehr Spaß, als sie gesprenkelt sind irgendwo. Also ich färbe die dann immer noch sehr gerne, aber irgendwie mit den Moody Tones finde ich, dass die tonalen Farben das wirklich viel besser einfach aufnehmen. Und ich finde auch, ich glaube, im Moment ist wirklich so in Mode, dass viele entweder so geringelte Pullis oder Colorwork auch. Ja. Und das passt perfekt dazu, entweder als die Basisfarbe oder Zusatzfarbe. Dann Wollte auch. ich gerade sagen, das sieht nämlich schön aus, wenn man das als Grundfarbe hat, als Hauptfarbe Ja. und hat dann was Gespeckeltes. Das wirkt richtig gut in so Bärentönen vielleicht oder ja auch andere Töne, die einem gefallen, aber kommt auf jeden Fall auch im Herbst, habe ich gesehen. Sehr Ja, viel. genau. Also ich habe das exklusiv hier in Kassel, aber werde das dann auch in den Shop rein tun, wenn ich dann wieder zu Hause Sehr gut. bin. Also die Soft Sock ist aber auch wirklich soft. Ja, das ist, ich bin Bin begeistert. Ja, danke schön. Ja, sehr schön. Das war mir schon wichtig, als ich Sockengarnbasis ausgesucht habe, dass man ein Sockengarn hat, was den Füßen gut tun und es kratzt nicht und genau. Also mit dem Sockengarn kann man auf jeden Fall auch sehr gut Pullover und Oberteile und Cardigans stricken, nicht nur für Socken geeignet. Genau, es ist wirklich super universal. Und? Genau, in den letzten Monaten habe ich auch sehr hart an unserem neuesten Yarn Club gearbeitet. Das ist Victorian Greenhouse und oder viktorianische Gewächshaus, so eher genannt. Das ist ein Yarn Club, der dann bis 6 Monaten geht, also inzwischen 5, weil wir den ersten Monat schon haben. Und das ist ein Yarn Club, was dann so wieder diese botanischen Themen dann auch dabei hat. Und ich kombiniere das dann auch mit meinen Handbombs auch. Ja. Also inzwischen sind alle fast ausverkauft. Ich brauche unbedingt eins. Ja, also die sind wirklich super. Also für mich war das wichtig für den Yarn Club, dass ich so eine Mischung aus botanisch habe, Self-Care, Pflege für die Stricker
oder Faserverarbeiter habe und Düften auch dabei habe, die dann auch so dieses Botanische hervorrufen. Und Juli war zum Beispiel Ylang Ylang. Das ist hier einmal unser Herrenbaum, genau. Und ich mache das dann auch ganz simpel, einfach mit Öl und Sojawachs und hochwertige ätherische Öle. Ist wunderbar, wird super von der Haut eingezogen. Man hat dann nicht so ein schleimiges, was dann über die Garn dann auch überträgt. Und hier ist unser Colorway, das nennt sich Enchanted Conservatory. Und das ist zum Beispiel von... Ja, zeig mal Inspiration. Ja, genau. Das ist dann diese Abbildung, die ich dann entworfen habe. Und dieses Colorway wird dann davon inspiriert. Genau. Und das ist wieder unser Soft Sock Fingering. Und genau, dann mache ich auch eine Kollaboration mit Jolas Perlenmanufaktur, die Nancy. Ich habe sehr eng mit ihr gearbeitet an die Stitchmarker dafür. Mir war es dann wichtig, dass die dann aus hochwertigem Holz sind und dann auch so das Blümchen Ylang Ylang dann auch widerspiegeln. Und was ganz toll ist auch, ist, dass Nancy hat die dann auch so entworfen, dass man die dann auch als Ohrringe tragen kann. Sehr gut. Ja. Genau. Habe ich ja gesehen, gibt ja auch einige Stricker, die das dann gerne machen. Genau. Nicht nur als Maschenmarkierer. Ne? Ja, weil ich sage mal, manche Maschenmarkierer sind inzwischen so stylisch, dass man die dann wirklich überall in der Mode auch mit einbinden können. So ja, also ich habe nur vielleicht 4, 5 von diesen Clubs mit für Kassel exklusiv. Ansonsten der nächste, Entschuldige. Die kann man aber bei dir im Shop bestellen. Ganz genau, ich wollte das dann jetzt erwähnen. Also der nächste Monat ist dann auch August und ihr findet bei uns im Shop und so auf der Hauptseite ist auch sozusagen ein Button, dann könnt ihr dann einfach darüber gehen und dann die restlichen Garnclubs dann bestellen, entweder als 1 Monat, 3 Monate oder 5 Monate dann bestellen. Sehr, sehr gut. Sehr euch gut. dann anmelden. Super. Genau. Also bewegtes Christinchen war total begeistert. Sie ist auf jeden Fall da schon mit dabei, habe ich schon gesehen. Ja, super. Ja, das freut mich. Also ich sage mal, ich mag die Clubs sehr gerne, weil es lässt mich dann auch so oder erlaubt mir das dann auch sehr kreativ zu sein, einfach wie ich dann an dem Tag drauf bin und natürlich dann auch mit ein bisschen Inspiration dann von dem Monatsthema. Genau, finde ich gut. Und hier sehe ich noch so ein tolles, ja. blutiges Grün. Erzähl mal was. Das ist einmal unser Colorway Night. Wenn man sozusagen neidisch ist oder so, man hat auch so die Farbe Grün im Kopf. Ja. Was ganz besonders an dieser Sehr gut. dieser Colorway ist. Ich mag deinen Humor. Ja, danke. Ja, ich bin ein bisschen sarkastisch, aber ich weiß nicht böse. Das passt. Das passt. Ich komme aus einem irischen und polnischen Haushalt. Egal, das lässt sich nicht vermeiden. Genau, auf jeden Fall, ich liebe dieses Garn, weil das ist unser abgezeichnetes 100% Superwash Merino Garn. Ich habe auch zum Beispiel den Tanktop von meiner Tochter dann auch daraus gestrickt und das habe ich letzten Sommer sogar gestrickt und ich dachte, oh, das wird wahrscheinlich total warm, ich schwitze, aber das war fast wie mit Leinen zu stricken. Also das war so cool und luftig, also wirklich wunderschön. Sehr gut. Und das kann man ja, das reicht ja nur ein Strang. Ich glaube, ich habe tatsächlich, ja genau, einen Strang habe ich dafür gebraucht, genau. Und da kannst du es ja dann immer justieren, wie lange du es will, also das ist eine coole Idee. Kannst du aber auch über ein T-Shirt, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, ja, genau. Sehr gut. Oder ein Longsleeve auch irgendwie im Herbst, Winter, genau. Und dann hast du hier noch das tolle Sportweight. Ja, das ist unser Sportweight Garn. Das ist dann auch 100% Merino und ich habe dann den Framed Pullover von Andrea Mari. Ja, sorry. Zeig ihn uns mal. Ja. Oder sag mal, welcher es ist. Ja, ja genau. Ich kann das einmal rüberbringen. Der ist nämlich ganz klasse. Ja, aus unserem Sportweight Garn habe ich dann den Framed Pullover von Andrea Mari dann gestrickt und das war wirklich wunderschön zu verstricken. Also das Garn war schön stabil, aber wie Butter in den Händen und hat wirklich mega viel Spaß. Zeig mal innen, wie es aussieht. Das ist so wunderbar. Ja, meine Floats sind ganz toll geworden. Ganz toll. Das hat sich ganz toll gelegt, das Garn. Und der fühlt sich auch überhaupt nicht steif und dick an, sondern richtig schön fließend, was ich eigentlich liebe bei Pullovern. Ja. Ne? Also ich habe ihn schon ein paar Mal angehabt, aber ich freue mich wirklich im Herbst, ihn zu tragen, weil das ist wirklich so der perfekte Pulli. Schön schwer, kuschelig, umarmt ein und die Wolle ist einfach super weich. Aber wir haben hier die Farben. Genau, das ist einmal Riverbend.
und das ist Mortuberry. Die habe ich auch zu Hause. Genau. Und was hast du noch drin? Ja, und Ich hab's. Moment. Und das ist dann die dritte Farbe. Das ist tatsächlich Industrial, aber es ist ein bisschen heller geworden Ja. durch die Garnbasis. Hast du jetzt nur nicht gesträngelt, aber das Genau. ist einfach die Zuschauer sehen. Ja. Ein sehr schöner, ja, so ein mutiger Grauton, aber Genau. so ein nicht kühles Grau, finde ich. Also ich finde sogar, das geht so ein bisschen ins Warme, ne? Ja, genau. So Ja. wie so ein Grayish, so, ne? Richtig. Ja, genau. sehr schön. Impact. Klasse. Ja. Ich habe ja auch die beiden Farben und habe mir ja bei dir auch Industrial jetzt bestellt und Ja, darf ich genau. auch heute mitnehmen. Da freue ich Ja, mich total. genau. Super. Aber ich stricke was anderes und da lässt du dich mal überraschen. Ja, ich bin auch total überrascht, was du damit vorhast. Genau. Sehr schön. So, ich habe auch als nächstes was Neues im Shop, sind unsere Nadeln von Chaigu. Mhm. Ich habe sogar Rundstricknadeln und auch Nadelspiele. Ich stricke sehr gerne mit Chaigu, weil es einfach so mit dem Umgang super ist. Die Kabeln sind auch nicht so steif. Also ich finde Alle die sind wunder- begeistert, ja. Ja, und die Nadeln sind auch nicht so spitz, aber man kommt gut durch die Maschen. Es gibt kein Splitting oder so. Es ist wirklich super gut. Sehr gut, sehr gut. Genau. Also Chaigu habe ich schon so viel gehört, muss ich mich vielleicht doch mal ranwagen. Also Ja. jeder ist begeistert davon. Ja, also Toll. kann ich verstehen. Also ich war auf den HNA und Super. habe mich dann auch beraten lassen. Das war top. Sehr gut. Genau. Ja. Dann wünsche ich euch hier am zweiten Tag heute auf Ja. jeden Fall viel Erfolg und Vielen viel Dank. Besuche. Und wir sehen uns dann sowieso im Anschluss, wenn ich mein Garn abholen möchte, wo ich mich schon super drauf freue. Und ja, ich freue mich immer wieder, dich zu sehen und Ja, zu gleichfalls. hören, was es Spannendes Neues bei dir gibt. Ja, Vielen Dank. Ja, dann viel Spaß noch und Wir sehen uns. Danke. ja. Tschüss. Ja, hallo, wir sind jetzt bei Nicole von Atelier Kuschelzeit. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass wir hier das Gespräch mit dir führen dürfen. Sag Mhm, mal, freut mich sehr, Dankeschön. wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus Waldbröl oder ich komme aus Waldbröl, habe dort mein Atelier im schönen Oberbergischen, näher Gummersbach, damit jeder weiß, wo es ist. Ist ein bisschen ländlich. Und ja, wir freuen uns immer gerne sehr in Kassel zu sein, weil das ist einfach eine wunderschöne Location, toll organisiert. Und ich liebe einfach die Atmosphäre hier. Ja, das ist eine tolle Atmosphäre. Aber sag mir mal, seid ihr von Anfang an dabei? Ja, ich bin von der ersten Minute dabei. Hat mich sehr gefreut, dass Katja uns ausgewählt hatte. Ja, klasse. Und freue mich jedes Jahr auch wieder hier zu sein. Ich habe gerade gehört, es sind 70 Aussteller. Also ihr seid wirklich eine von 70. Ganz Ja. toll. Ja. Freut mich auch sehr. Und die Vielfältigkeit hier ist einfach genial. Ja, und wenn du sagst Atelier, heißt das, du machst es Vollzeit? Nein, ich mache es zu 50%. Mhm. Ist inzwischen mehr, aber ich gehe noch arbeiten und bin auch allein im Atelier und färbe dort meine, wie du siehst, Vielfalt. Ich nehme mir den Luxus heraus, ich färbe Farbserien Ja. und wenn sie weg sind, sind sie weg. Ich Ah. schreibe mir keine Rezepte auf, sodass meine Kunden auch immer Unikate tragen können. Ah, sehr Das gut. ist mir sehr wichtig. Und wo kriegt man deine Wolle außer auf dem Wollfest? Ja, ich habe einen Online-Shop, kann jeder gerne schauen. Auch unter Atelier Kuschelzeit. Unter Atelier Kuschelzeit, www.atelierkuschelzeit.de findet man mich und da stelle ich immer meine aktuellen Färbungen rein. Ja, Und schönes Zubehör, wie man sieht. ja, ich sehe, Redesign findet man bei dir. Sehr schön, Genau. die sind ja aktuell und überhaupt. Also habe ich auch eine. Ja. Ganz tolle Taschen. Perfekte Organisation, schöne Qualität. Ja, und sieht vor allem auch schick aus. Auch, Natürlich. Man hat nicht nur seinen Stoffbeutel dabei. Ja, Ganz genau. Geht auch, Ja, aber aber- schöner ja. ist Redesign. ja im Urlaub habe ich die ganz gern dabei. Genau, gerne. Aber ich sehe hier tolle Farbe und Wolle. Erzähl mal. Genau, also wir haben unterschiedliche Qualitäten. Eine ganz, ganz tolle Sommerqualität, weil wir sind nun mal im Sommer, ist diese Burette-Seide. Ein wunderschönes Garn, wo ich sage immer, kein Tierchen sterben muss. Es darf schlüpfen und anschließend wird das Garn weiterverarbeitet. Es ist eben thermoregulierend. Es hat so eine besondere Haptik. Ne, weil es ist so ein bisschen baumwollig, wenn du mal fühlen Ja, möchtest. ja, es hat ja, sowas von ja. Baumwolle. Genau. Ne? Muster kommen trotzdem schön raus. Aber weich Baumwolle, also nicht sehr, so. genau, sehr weich. trocken. Ne? Ich liebe das Garn, zum Beispiel abends, wenn ich auf der Terrasse sitze, es wird ein bisschen kühler. Es wärmt, ohne dass es schwitzig wird. Ne? Mit Alpaka natürlich wissen wir alle, es ist sehr warm und das Garn ist perfekt für den Sommer. Sag mal, Ja. ich will es mal in die Kamera halten. Mhm. Ja. Die Burette-Seide. Ja. Die Farbe. Haben die Farben bei dir Namen? Genau, der Name steht immer vorne bei mir. Das ist ein Trau dich grün.
Also ein tolles Grün. Ganz genau, ein sommerliches Grün. Ja, ein ne? sommerliches Du Grün. siehst, also Grün ist meine bevorzugte Farbe. Ich trage selber heute zwar Pink, aber man sieht Grün Ja. ausgewählt, auch schon das Band. Und Grün ist meine Lieblingsfarbe. Sehr schön, ist auch ein tolles Ja, Grün. Aber ich genau. sehe hier auch einen tollen Colding in der Farbe. Genau, der Grün. Colding, den habe ich auch in Grün gestrickt. Ich fand, der ist perfekt Oh, das ist dafür. der lila Colding. Das ist der Lille Colding, ne? Nach Anleitung gestrickt. Ich habe gern hier ein wunderbares, bei mir heißt es Super Soft, das ist ein 16 Mikron Merino genommen mit einem Flauschgarn noch dazu. Nach Wahl, hier ist jetzt Mohair, könnte man natürlich auch schön mit einem Suri-Alpaka nehmen. Ja, zeig mal Ne? dein Garn dazu. Genau, Der ist das- ja toll. Tatsächlich, ich habe nur noch einen Strang davon und in dieser Kombination habe ich es dann gefärbt, gestrickt. Und die Farbe heißt genauso? Nee, Genau, Granny Smith. Granny ne? Smith wie der Apfel, ne? Genau, wie der Apfel, Ja. es kam dem Grün sehr nah. Deshalb habe ich es mal so genannt. Kuschelweich und schön so squishy, ne? So Genau, fluffig. Ja. genau. Ne? Toll. Und ich sage, die Größe finde ich perfekt. Ja. Wie viel braucht man denn? Genau einen Strang, A400 Meter plus das entsprechende Flauschgarn Flauschgarn. dazu. Ne? Ganz toll. Also Mhm. auch ergiebig und die Größe ist ja perfekt. Genau, sehe ich nämlich genauso. Ja. Ne? Sehr Und gut. es hat Spaß gemacht zu stricken. Ja, sehr Muss schön. man ja auch dazu sagen. Ja. Ne? Du siehst, ich habe es auch in anderen Farben gefärbt, ne? In diesem Ich sehe auch Beere, ein ganz ein tolles tolles Orange. Genau, Hallo, in dieser ich bin Kombination. Orange und Grün liebe ich, ja. Ja, ne? Könnte man auch in. Ganz tolles Ne? Orange. Ja, Nennt sich Mönchsgewand. genau. Cool. Weil in Asien haben die Mönche tatsächlich diese Farbe um. Und dieses Ne? Pink. Genau, Hat's ja so da ein bisschen, könnte man zum Beispiel das dazu nehmen. Ja, dann wäre das Ne? so ein bisschen Bisschen Melange Sondieren. drin, Ja, ja, genau. sehr schön. Das ist die Farbe Blütentraum Und Beere. und Beere. Mhm. Hat so ein bisschen Fuchsia. Genau, Sehr schön. genau. Und schön weich. Ach, wie kuschelig Ja, weich. 16 Wirklich. Mikron, weicher geht das Merino nicht. Ganz, ganz toll. Ne? Ja, super. Ich sehe auch ganz viele Steven West Schals bei Ja, dir. also Steven West ist mein bevorzugter Designer für Tücher. Ich liebe es, mit Farben zu spielen. Ne? Hier zum Beispiel habe ich dann eine dritte Farbe dazu genommen, obwohl es nicht gedacht ist. Ich finde, es wirkt sehr, sehr schön so. Ja, es hat was Ne? Grafisches, aber es ist trotzdem edel. Also Ganz nicht genau. so aufdringlich. Mhm, Ja, Genau. gefällt Ne? mir sehr gut. Und das Design, da lernt man immer was Neues, super Anleitungen Ja. und man kann mit Farben super spielen. Super. Na, jedes Tuch sieht anders aus. Ganz, ganz toll. Ne? Also ich bedanke mich, Ja, gerne. dass wir bei dir sein durften. Also Hat mich es gibt sehr auch, gefreut. wie gesagt, vieles zu sehen bei dir und auch vieles Neues zu entdecken. Und ich sehe hier noch viel mehr Farben. Natürlich. Aber Die Ja. Zeit, gell? ja, ich wollte gerade sagen, ne? Mhm. Also wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Super, ich Ja. freue mich. Dankeschön für das Interview. Ja, sehr Ne? gerne. Abschließend, was möchte ich noch sagen? Der Termin für nächstes Jahr steht schon fest. Also es ist immer das erste Juli-Wochenende, in dem Fall der 4. und der 5. Juli 2026, an dem das Wollfestival stattfindet. Wie Katja Stein gesagt hat, werden Pakete geschnürt. Da könnt ihr mal auf deren Webseite oder Instagram nachschauen, was denn da das Angebot ist. Kassel lohnt sich auf jeden Fall, um die ganzen Aussteller mal live kennenzulernen und vor allem auch die Qualitäten mal wirklich anzufassen, weil so ein Online-Shop kann euch das ja nicht bieten und geben. Und wichtig wäre vielleicht einfach auch wirklich auch für euch, wirklich auf Pausen zu achten, viel zu trinken, auch mal sich Ruhe zu gönnen, denn es gibt angrenzend an das Gelände auch einen tollen Park. Es gibt auch viel Sitzgelegenheiten auf dem Gelände und man muss halt, wie gesagt, sich die Pausen einfach nur nehmen wollen. Pflegung war vom Hotel, vom angrenzenden Hotel H4 vor Ort organisiert und war auch alles gut, kann ich nichts Schlechtes dazu sagen. Auch das Frühstück war top, da gab es alles, was das Herz begehrt hat. Ich hätte Stunden schwelgen können, hatte ja aber schon meine ersten Interviewtermine, da kann man ja nicht stundenlang vorher gefrühstückt haben und dann noch, wenn es geht, Stunden reden. Schade war's. Ansonsten habe ich sehr genossen, all die bekannten Gesichter da vor Ort zu sehen und auch am Tag darauf, also wie gesagt sonntags beim Frühstück. Ich hätte gerne noch mit allen mich unterhalten und Gespräche geführt, aber gut, es wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich habe es sehr genossen und werde auf jeden Fall 2026 sehr gerne wieder dabei sein. Wie ich euch versprochen habe, gibt es jetzt aber am Ende nochmal ein Gewinnspiel.
Für die einen als Trostpflaster, die vielleicht nicht mitkommen konnten, und für die anderen eben als nettes Andenken an Kassel trotzdem auch da waren und vor Ort waren. Das erste, was ich hier verlosen möchte, und da blende ich euch jetzt hier ein kurzes Video ein, sind diese Schlüsselanhänger beziehungsweise jeweils einen. 5 davon hat Katja mir gestellt, und die habt ihr jetzt die Möglichkeit zu gewinnen. Das ist so ein spezielles Merchandise gewesen für das Wollfestival, fand ich total süß. Dann das nächste, was ich hier verlosen kann, ist folgendes. Mich hat vor Ort eine kleine Handfärberin angesprochen, die gerade so ihr Business gestartet hat, und zwar ist es die liebe Bianca. Sie hat einen Etsy-Shop. Der Etsy-Shop nennt sich Bibis Dream Yarns, und da hat sie mir vorneweg erstmal Garn gesendet, beziehungsweise mich gefragt, ob ich denn ihr Wolle gerne auch vorstellen würde. Und natürlich habe ich ja schon öfter gesagt, helfe ich gerne, vor allem wenn man gerade startet. Und ich habe diese tolle Färbung bekommen, und das ist Sockengarn, wie ihr sehen könnt, in so einem Flieder, Rosé, Mauve-Ton, finde ich sehr schön. Und außerdem hat sie mir noch diesen Farbton geschickt, der so ein Aprikot-Rosa mit ein bisschen Blau hat und Mintgrün. Finde ich, hat auch etwas von so einem Sommereis, Sorbet. Also auf jeden Fall Urlaub, oder ich bin urlaubsreif, das weiß ich noch nicht. Also Etsy Shop, Bibis Dream Yarns, werde ich euch unten verlinken. Schaut gerne vorbei bei ihr und lasst ihr etwas Liebe da. Sie hat außerdem so Nadelstopper und Maschenmarkierer in ihrem Shop. Also vielen Dank dafür, Bianca, dass du mir das gesendet hast. Und für 2 von euch gibt es einmal die Möglichkeit, dieses Sockset zu gewinnen von ihr. Und ja, ich wiederhole mich ungern, aber es ist einfach so, ich finde, auch da habe ich Urlaubsfeeling, wenn ich diese Farben sehe. Es ist sehr schön, fühlt sich auch wie ein klassisches Sockenwoll-Set an, ist 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Das hat so einen Eisblau-Touch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also einmal das und dann als zweites diese tollen Maschenmarkierer, die auch sehr edel aussehen und so eine Marmoroptik haben. Also auch hierfür danke, liebe Bianca, für das zur Verfügung stellen dieser Preise. Und zwar hat sie aber auch gleichzeitig einen Promotion Code eingerichtet, bekommt ihr 15% beim Kauf ihres Garns, wenn ihr Nana15, die Schreibweise verlinke ich euch hier unten, eingebt beim Kauf in ihrem Shop. Wie gesagt, schaut gern vorbei und lasst ihr ein bisschen Liebe da. Mit Nana15 erhaltet ihr auch 15% Rabatt. Danke, Bianca. Dann habe ich noch eine wunderbare Überraschung, und zwar der Online-Shop Lieblingsgarne.de stellt mir ebenfalls einen Gutschein für euch zur Verfügung. Kann eine von euch einen 100-Euro-Gutschein für den Online-Shop gewinnen. Lieblingsgarne.de hat ein breites Sortiment an Wollen und Garnen jeglicher Hersteller, aber auch Strickzubehör, was auch immer euer Herz begehrt. Und vor allem könnt ihr auch direkt im Shop Anleitungen kaufen von verschiedenen Designerinnen, aber auch von berühmten Namen wie Katja Ritter, und auch die Marie von Mabel Knitting ist neuerdings mit dabei. Also, eine von euch hat die Möglichkeit, den Gutschein über 100 Euro hier beim Gewinnspiel zu gewinnen. Rechtsweg ist beim Gewinnspiel wie immer ausgeschlossen. Keine der genannten Firmen steht hier in Verbindung damit. Ich führe das Gewinnspiel alleine aus und wähle per Zufall aus. Damit der Generator euch findet, möchte ich, dass ihr bitte im Kommentar Hashtag Klasse Kassel 2025 eingebt und in der Schreibweise, wie sie jetzt hier steht, dann kann euch der Zufallsgenerator finden. Und ich drücke jetzt ganz fest die Daumen, dass ihr hier das Glück auf eurer Seite ist und hier eins dieser schönen Schätzchen und Preise gewinnt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei den Gesprächen zuzuhören, wie auch ich im Nachhinein. Denn wenn man mitten im Gespräch oder im Geschehen drinsteckt, dann registriert man gar nicht so viel.
was man denn mit den Menschen alles so geredet hat. Und ich habe sehr genossen, im Nachhinein selbst dieses Video nochmal zu schauen. Also vielen Dank an euch auch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da, ein Like, Kommentar sowieso. Neuerdings gibt es auch Superhype, habe ich gesehen. Auch da würde ich mich freuen. Hilft alles, meinem Kanal zu wachsen und auf jeden Fall gesehen zu werden. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kann ich meine Hand so lassen oder wo soll ich lass meine doch Hand so hinmachen? ganz normal, wie zu Hause Wie lümmeln. zu Hause. Okay, also zu Hause hänge ich wahrscheinlich anders. Ne?